Hallo ihr Lieben, wenn ihr mal in der Türkei oder auch am Balkan Urlaub gemacht habt, dann wisst ihr, dass Kaffee hier ein ganz wichtiges Thema ist. Er wird nicht nur getrunken, um morgens in die Gänge zu kommen, sondern hat auch einen wichtigen gesellschaftlichen Wert. Ich zeige euch heute, wie man den türkischen Kaffee zubereitet und auch die bosnische Variante, denn diese zwei unterscheiden sich doch in einigen Punkten voneinander. Ich habe das Video so aufgebaut, dass wir wirklich bei Adam und Eva beginnen, also zum Beispiel bei der richtigen Kanne. Die gibt es aus verschiedenen Materialien, zum Beispiel aus Kupfer, Messing, Email oder auch Edelstahl. Dieses traditionelle Modell wird auch Jezva genannt und es ist unten etwas breiter und wird nach oben hin schmaler, denn diese Form begünstigt nämlich, dass sich der Kaffeesatz unten absetzt und oben nur noch der Kaffee bzw. der Schaum bleiben. Das ist mein persönliches Lieblingsmodell und wird auch am Balkan in ganz vielen Haushalten verwendet, und zwar diese emaillierte Kanne. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie ist es einfach Angewohnheit. Natürlich funktioniert es aber auch mit einer klassischen Edelstahlkanne. Thema Nummer 2 ist die richtige Tasse, die darf dann zum Beispiel etwas edler sein wie diese hier oder auch ganz klassisch. Varianten gibt es viele, wie zum Beispiel die hier aus Kupfer. Ich würde einfach sagen, ihr nehmt das, was euch fürs Auge am schönsten erscheint. Für den türkischen Kaffee werden hauptsächlich Arabica-Bohnen verwendet und die werden auch etwas stärker bzw. intensiver geröstet. Nicht nur diese zwei Faktoren spielen eine Rolle, sondern auch der Mahlgrad, denn türkischer Kaffee ist besonders fein gemahlen. Ich kaufe meinen Kaffee am liebsten in Bosnien, fertig geröstet, gemahlen und verpackt. So geht es mit der Zubereitung etwas schneller, aber ihr könnt es natürlich auch alleine machen. Und wie, zeige ich euch gleich. Zucker ist nicht gleich Zucker. Wir haben hier rechts den klassischen Kristallzucker und links haben wir einen Würfelzucker, der zum Beispiel in Bosnien sehr beliebt ist. Der schmeckt ein bisschen so, als würde man Staubzucker in Würfelform pressen. Er ist also von der Konsistenz und auch vom Geschmack her ein bisschen anders als der normale Würfelzucker. Einen Schönheitswettbewerb würde er wohl nicht gewinnen, weil er ziemlich unförmig ist, aber für viele Bosnier gehört er auf jeden Fall zum Kaffee dazu und da spielt das Aussehen auch nicht wirklich eine Rolle. Falls ihr eure Kaffeebohnen selber mahlen wollt, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder so eine traditionelle Mühle, die haben wir als Kinder immer verwendet, oder auch eine elektrische mit einem besonders feinen Mahlgrad. Ohne diese Mühle ging früher gar nichts, mittlerweile steht sie in den meisten Haushalten nur noch in der Vitrine herum. Ich zeige euch aber trotzdem, wie es funktioniert, denn irgendwie ist der Kaffee aus dieser Mühle schon, ja, er hat schon was. Die Mühle wird bis ganz nach oben mit den Bohnen befüllt, verschlossen und dann wird gedreht. Dieser kleine Zipfel hier soll die Drehung erleichtern. Ich kann euch aber sagen, ein bisschen Muskelkater werdet ihr am Ende trotzdem haben. Unsere Hauptaufgabe als Kinder war es, dafür zu sorgen, dass immer frisch gemahlener Kaffee da ist, und das hat dann meistens so funktioniert. Meine Tochter demonstriert es mal. Ihr seht, dieser Kaffee ist wirklich staubfein und genau so sollte die Konsistenz am Ende sein. Wenn ihr so eine Mühle nicht habt und auch keinen türkischen Kaffee, der schon fertig gemahlen und verpackt ist, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch mit der elektrischen Mühle erledigen. Dieser hier ist etwas gröber als jener aus der klassischen Mühle oder auch der gekaufte, aber man kann ihn trotzdem ganz gut für die Zubereitung verwenden. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wie man den traditionellen Rahm zubereitet, der für die bosnische Variante unverzichtbar ist. Dafür vermische ich Vollmilch mit Sahne, und zwar in einer Pfanne, denn je flacher der Behälter, umso schneller geht es. Falls ihr Rohmilch verwendet, könnt ihr die Sahne auch weglassen, denn je höher der Fettgehalt der Milch, umso weniger braucht ihr zusätzliches Fett. Die Milch wird nur kurz aufgekocht und dann wird die Hitze reduziert, und zwar auf Stufe 2 bis 3 von 9. Bereits nach kurzer Zeit bildet sich oben eine Haut, allerdings ist die noch ein bisschen zu dünn, das heißt es braucht ungefähr 30 Minuten Kochzeit. Ihr könnt den Rahm sofort verwenden oder ihn kühl stellen, dann sieht er so aus. Dann ist die Schicht einfach noch ein bisschen fester. Falls ihr dasselbe Problem habt wie ich und euer Induktionsherd lehnt alle Kannen ab, dann könnt ihr euch zum Beispiel so eine kleine Reisekochplatte besorgen, die ist dafür ganz praktisch. Und jetzt kommen wir zur Zubereitung der türkischen Variante. So, hier haben wir gemahlenen Kaffee, außerdem eine Kanne, kaltes Wasser, eine Tasse und etwas Zucker.
Pro Person rechnet man etwa 1 bis 2 Tassen kaltes, nicht abgekochtes Wasser. Dieses kommt direkt in die Kanne. Ich habe insgesamt 5 Tassen Wasser verwendet und 5 gehäufte Teelöffel Kaffee. Wenn ihr euren Kaffee etwas stärker bevorzugt, dann solltet ihr pro Tasse 1,5 bis 2 Teelöffel verwenden. Jetzt kommen wir zum Zucker. Da gibt es 3 Stufen, und zwar süß, mittelsüß und ohne. Süß sind etwa 2 Teelöffel pro Tasse und mittelsüß eine. Diese Zutaten werden jetzt sorgfältig verrührt, und zwar so lange, bis sich der Kaffee abgesetzt hat und der Zucker sich aufgelöst hat. Der Kaffee wird jetzt auf kleiner Flamme erhitzt. Verwendet ihr nämlich zu viel Hitze, kann es sein, dass der Kaffee bitter wird oder auch zu schnell aufkocht, ohne dass sich die Aromen entfalten können. Nach ein paar Minuten bildet sich an der Oberfläche dieser Schaum, und das ist genau das Typische für den türkischen bzw. bosnischen Kaffee. Wenn der Kaffee zu kochen beginnt und sich genügend Schaum gebildet hat, nehmt ihr die Kanne kurz von der Kochstelle. Wartet ein paar Sekunden, bis sich der Schaum ein wenig gelegt hat, und gebt ihn wieder zurück auf die Kochstelle. Diesen Vorgang des Aufkochens wiederholt ihr 2 bis 3 Mal. Ist der Kaffee fertig, solltet ihr schnell sein, denn der Schaum setzt sich auch schnell ab und ihr solltet in jede Tasse ungefähr 1 bis 2 Teelöffel davon füllen. Übrigens, nicht jeder mag diesen Schaum, ihr solltet also eure Gäste fragen, ob sie das wollen. Erst jetzt kommt der Kaffee in die Tassen. Nach Wunsch könnt ihr jetzt noch etwas Milch hinzufügen, die wird dann in den meisten Fällen einfach erhitzt. So meine Lieben, das war die türkische Variante und jetzt geht es ab in mein Heimatland Bosnien und wir schauen uns mal die bosnische Variante an. Die Mengenangaben sind die gleichen, allerdings kommt der Kaffee hier zuerst in die Kanne. Ein wichtiger Unterschied zur türkischen Variante ist, dass das Wasser aufgekocht wird. Dazu verwende ich einfach meinen Wasserkocher. Die Kanne mit dem gemahlenen Kaffee kommt jetzt auf die Kochstelle und wird auf kleiner Flamme erhitzt. Dabei ist es wichtig, den Kaffee entweder mit einem Löffel immer wieder umzurühren oder ihn einfach so wie ich es mache ein bisschen zu schütteln, damit er sich nicht zu stark absetzt oder auch verbrennt. Dieses Geräusch ist übrigens ganz typisch für die bosnische Version. Steigt euch der Duft vom frischen Kaffee in die Nase, ist es Zeit, kochend heißes Wasser hinzuzufügen. Füllt die Kanne nicht ganz bis nach oben hin mit Wasser, da der Kaffee ja noch ein wenig aufkochen muss. Und jetzt kommt das gleiche Spiel wie auch beim türkischen Kaffee, und zwar das mehrmalige Aufkochen. Ihr seht hier noch einen Unterschied zur türkischen Variante, und zwar füge ich jedes Mal noch ein bisschen Wasser hinzu. Weil bei uns kein Zucker in die Kanne kommt, haben wir jetzt 2 Möglichkeiten. Ihr müsst eure Gäste fragen. Entweder sie wollen einfach etwas Zucker in die Tasse haben, dann nehmt ihr so ungefähr einen Teelöffel, oder ihr fragt sie, ob sie lieber Würfelzucker mögen, dann nehmt ihr 1-2 Stück davon und stellt sie neben die Tasse. Erst jetzt folgt der obligatorische Schaum, der abgeschöpft wird. Typisch für die bosnische Variante ist Kajmak. Zumindest für mich war das ein Teil meiner Jugend. Das heißt, immer wenn ich mit meiner Mama Kaffee getrunken habe, dann musste es unbedingt so ein Kaffee sein mit Würfelzucker und mit Kajmak. Dann nehmt ihr dann einfach ungefähr einen Esslöffel und gebt diese Schicht, also diese oberste, in den Kaffee. Ich schnapp mir dann immer zuerst den Rahm und dann wird der Würfel in den Kaffee getunkt und genüsslich geschlürft. Diese roten Geleewürfel, die ihr hier im Vordergrund seht, das ist eine ganz typische Beilage zu Kaffee, und zwar sind es türkische Geleewürfel, auch Rahat Lokum genannt, und dafür gibt es natürlich auch ein Rezept auf meinem Kanal, das ich euch verlinken werde. Alle wichtigen Infos und auch das Rezept zum Nachlesen findet ihr wie immer auf meiner Website www.hanumakocht.at. Die Produkte aus dem Video habe ich euch in der Infobox verlinkt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.